Heute modifizieren wir die Fanatec CSL-Pedale in der LC-Version mit diversen Upgrades von 3D-Wrap. Wie sich diese Modifikationen auf die Charakteristik der CSL-Pedale auswirken, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. 3D-Wrap hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews, doch nun kann's losgehen. Das Unternehmen. 3D-Wrap ist ein italienisches Unternehmen und bietet 3D-Drucker-Mods für Logitech, Fanatec, Thrustmaster und so weiter sowie Simracing-Peripherie wie beispielsweise Socken an. Außerdem hat 3D-Wrap einen Shifter, Handbremse und Pedale im Programm. Den Pikes Shifter und die Akina Handbrake von 3D-Wrap habe ich vor einigen Wochen für euch reviewed. Klickt bei Bedarf auf den Link rechts oben mit bei. Kapitel Nummer 1: Preise und Bezug. Die Preise beginnen bei 6,90 € für den Zero Noise Pedals Mod und reichen bis 29,90 € für das Throttle or Clutch Pro Kit. Wenn mehrere Produkte in den Warenkorb gelegt werden, reduzieren sich die Einzelpreise beim Bestellvorgang. Kapitel Nummer 2: Der Lieferumfang und der Einsatzzweck. Die Ware wird in einer durchsichtigen Folienverpackung geliefert. Montagewerkzeug liegt nicht bei. Ziel der 3D-Wrap-Modifikationen ist es, die Pedale leiser zu machen, den Bremspedalweg und Kraftverlauf anpassen zu können, das Gas- bzw. Kupplungspedal in Sachen Kraft und Kraftverlauf zu modifizieren und den Pedalweg bei Gas oder Kupplung begrenzen zu können. Weiters wird die günstige Non-LC-Bremse von Fanatec mit dem Brake Pro Kit in Sachen höherer Pedalkraft und Kraftverlauf anpassbar. Kapitel Nummer 3: Die Kompatibilität. Die in diesem Review vorgestellten Produkte sind ausschließlich mit den Fanatec CSL-Pedalen samt Low-Cell-Bremse kompatibel. Ein ausführliches Review zu diesen Pedalen findet ihr bereits in meinem Kanal. Kapitel Nummer 4: Die technischen Details. 3D-Wrap bietet entsprechend der Anwendungen 3D-gedruckte Teile aus elastischem und nicht elastischem Filament an. Beim Throttle bzw. Clutch Pro Kit liegt ein Kugellager samt Befestigungsmaterial bei. Sehen wir uns an dieser Stelle die technischen Details am besten live an. Lasst uns das Set von 3D-Wrap nochmal in der Nahaufnahme betrachten, etwas analysieren. Beginnen wir mit dem Fanatec CSL LC Brake Mod. Wenn ihr eben die CSL mit einer LC-Bremse modifiziert, erweitert, dann greift ihr zu diesem LC Brake Mod. Das sind dann diese Elastomere, die könnt ihr hier sehen, diese kleinen Dinger. Ich mache diese hier nochmal auf, die gibt es eben in einer kurzen, in einer längeren Version und ihr seht die unterschiedlichen Einstellungen, die ihr da vornehmen könnt. Diese Dinger, die sehen dann so aus, so sehen diese Elastomere aus diesem elastischen 3D gedruckten Material. Dieses Gelb, das hat sehr wenig Kontrast, ich hoffe ihr könnt das dann gut im Video erkennen, mit der Durchgangsbohrung, klarerweise für den Bolzen, der Aufnahme. Und ich habe jetzt in diesem Fall die zwei etwas längeren derzeit verbaut. Mit diesen gehen wir dann auf die Strecke und ihr könnt diese eben so verbauen, dass ihr sagt, ihr verbaut ein kurzes, ein langes, zwei kurze, zwei lange oder ihr mixt diese mit kurz oder lang und das gibt dann entsprechende Kurven, die könnt ihr euch dann auf der Homepage genauestens angucken. Das heißt, ihr habt hier so einen linearen Mod, das wäre jetzt ein kurzes, das ich hier verbaue und bei diesem linearen Mod, da sieht es dann folgendermaßen aus. Im Originalzustand, da hast du die orange Kurve, das besprechen wir dann noch genauer durch. Du hast die orange Kurve, du hast ein Pedalengel, das ist der Pedalwinkel, den du erzielst.
der ist bei, keine Ahnung, um die 7,8 Grad in dem Fall. Und bei 7,8 Grad bist du mit den Original-Elastomeren auf 100% Signal, das heißt 100% Output. Damit ist der Weg begrenzt, sprich 7,8 Grad Pedalwinkel und dem originalen Fanatec Elastomeren, die du verbaut hast, bist du am Anschlag angelangt. Und dieser Pedalweg ist oder war für manche zu kurz. Wenn du jetzt dieses Ding einzeln verbaust, den Rest mit den Fanatec Elastomeren auffüllst, wie hier im Hintergrund zu sehen, dann erzielst du mehr Pedalwinkel, um auf 100% zu kommen, sprich mehr Weg am Bremspedal. Das heißt, ein Weg von plus 36%, ein Drittel mehr in diesem Fall, und mit 10,7 Grad Pedalwinkel kommst du dann zum Vollanschlag. Du hast so eine anfangs lineare und gegen Ende hin eine progressive Kurve, da steigt die Kraft dann nochmal etwas an, ganz zum Ende hin, wenn du mit diesem einen Elastomer, mit dem kurzen unterwegs bist. Bist du dann mit diesen beiden Elastomeren im Doppelpack unterwegs, dann ändert sich der Weg nochmal deutlich. Das siehst du jetzt hier im Graphen wunderbar abgebildet. Du hast einen Pedalweg, der sich um die Hälfte, sprich plus 53% erhöht. Von den maximal 7,7, 7,8 Grad Pedalwinkel kommst du jetzt beim Anschlag bei 12 Grad Pedalwinkel an. Das ist ein sehr deutlich merkbarer Zugewinn an Weg am Pedal, den du jetzt mit dem Full-Linear-Mode, mit diesen beiden Elastomeren und nur mit einer Zwischenplatte des Originalkonstrukts hier erzielen kannst. Die längeren Elastomere, die ich jetzt eben verbaut habe, beide, da hast du einen progressiven Modus, das heißt einen etwas kräftigeren Modus, gewinnst etwa 20% an Pedalweg hinzu, wenn du mit einem unterwegs bist, den Rest mit dem Fanatec Elastomer ergänzt. Und wenn du jetzt den Full Progressive Modus verwendest und 2 längere Elastomere verbaust, dann gewinnst du 32% an Weg. Das heißt ungefähr ein Drittel mehr an Pedalweg, um zum maximalen Anschlag zu kommen. Ihr habt dann hier immer in diesen Dreiecken auch Empfehlungen, beispielsweise dieser Full Progressive Mode, den empfiehlt 3D-Reps, im Speziellen wenn du mit Formula unterwegs bist oder mit GT. Das Setting, das ich jetzt für unsere angehenden Rennstreckentests am Start habe, ist eben dieser Full Progressive Mode, weil ich gerne mit GT Formula unterwegs bin und checken möchte, wie sich dies dann auswirkt. Der letzte Modus, das wäre ein kurzes Elastomer mit einem etwas längeren, sprich mit den 2 Vertiefungen und den 3 Vertiefungen. Wenn du dies kombinierst, dann nennt dies 3D-Reps Hybrid-Modus. Das ist so ein ausgewogener Modus für Formula, GT oder Rallye. Das heißt, du gewinnst 43% an Pedalweg. Die Kurve, die Pedalkurve am Anfang, das seht ihr am Signal, da muss das Pedal relativ weit treten, um 60% an Signal zu erreichen. Und dann am Schluss geht das Ganze progressiv relativ stark ansteigend zu Werke. Nächstes Paket ist das Brake Pro Kit. So wird dies genannt, wenn du die Originalbremse, sprich nicht die Low-Cell-Bremse am Start hast, mit diesem eingequetschten schaumstoffähnlichen Teil von Fanatec, dann kannst du dies ersetzen und durch diesen Mod ergänzen. Das nennt sich dann Fanatec CSL Brake Pro Kit. Da hast du so eine Hülse, so eine Aufnahme, die dann den Schaumstoff ergänzt. Das sieht in der Aufnahme so aus. Du nimmst den originalen Schaumstoff eben raus und ergänzt diesen durch dieses Konstrukt hier. Das sieht dann folgendermaßen aus. Ihr könnt euch diese Bilder dann auf der Homepage genauestens angucken. Je nachdem, wie du diese Dinge dann zusammensetzt, hast du einen Single-Modus, einen Koaxial, einen Modular H und einen Modular S-Modus. Da gilt es dann immer herauszufinden, was euch denn am besten gefällt. Ihr habt hier eine gute Übersicht auf der Homepage. Sprich, wenn dir dieses Upgrade zu den Low-Cell-Pedalen zu teuer ist und du bei dem originalen Bremssystem bleiben willst, dann kann dies eine gute Option sein, für gut 20 € hier aus deiner Bremse etwas mehr rauszuholen. Ihr seht diese CSL Kit Brake Pro Kurven, da seht ihr in weiß die originale Kurve und könnt dann mit diesem Upgrade, das seht ihr hier gut, die Kräfte deutlich nach oben bekommen.
Das heißt, ihr könnt in Sachen Kräfte ungefähr um Faktor 2, sprich die doppelten Kräfte erzielen, mit sehr ähnlichen Kurven. Ob du jetzt Trailbreaking-Fan bist oder eben eher höhere Kräfte am Start haben möchtest, orientiere dich an den Kurven. Die Single-Kurve, zum Beispiel die gelbe, dann verbaust du dieses so, wie dies hier beschriftet und beschrieben ist. Das nächste Ding, das ist der Fanatec CSL Throttle and Clutch Basic Mod. Mit diesem Ding kannst du den Pedalweg beschränken, begrenzen und verstellen. Das funktioniert relativ einfach. Du verbaust dieses Ding über dieser schwarzen Buchse, das heißt die originale Fanatec Buchse baust du aus, setzt diesen Mod darüber, Schraube durch, angezogen und je nachdem wie du dies drehst, das Ganze ist exzentrisch ausgeführt, das könnt ihr hier gut erkennen. Und wenn ich dieses drehe, dann verändert sich dann der Endanschlag, wo dann deine Pedale stoppen und somit könnt ihr diesen erhöhen oder eben verringern. Das Ganze funktioniert eben für Gaspedal und für die Kupplung. Dieser Mod bietet gleichzeitig den Endanschlag, den anpassbaren Endanschlag zur Pedalwegverkürzung und gleichzeitig einen gedämpften Endanschlag in der Endlage der Pedale. Nächster Mod, das ist der Fanatec CSL Throttle and Clutch Pro Kit Mod. Mit diesem Mod könnt ihr die Betätigungskraft des Gases und der Kupplung euren Bedürfnissen anpassen. Wir messen das dann entsprechend heraus. Ich kann euch an dieser Stelle schon berichten, die Kraft erhöht sich beim Gaspedal um gut das Doppelte. Ihr habt unterschiedliche Pedalkurven, die da möglich sind. Das seht ihr hier, je nachdem, ob ihr diesen so oder um 180 Grad gedreht verbaut. Das hier wäre der Vintage Mode. Da geht die Betätigungskraft am Anfang steil nach oben, flacht dann ab. Und hier im Modern Mode, so heißt dies, da habt ihr einen progressiv leicht ansteigenden Verlauf. Testet diese Verläufe unbedingt durch und guckt euch auf der Homepage dann die entsprechenden Kurven an. Ihr habt einen sehr linearen Verlauf, das ist die weiße Linie hier bei dem Fanatec Originalkonstrukt und wenn ihr mit diesem Mod unterwegs seid, da seht ihr links beim Gas, da habt ihr eine Pedal Force, das heißt die Pedalkraft, die sich von 1,5, 1,7 Kilogramm, das habe ich damals auch so rausgemessen, erhöht auf 2,5 bis um die 3 Kilogramm, sprich Faktor 2. Das wäre jetzt der Kraftverlauf, wenn ihr dies im Modern Mode verbaut habt. Wählt ihr den Vintage Mode, dann habt ihr am Anfang in der Ausgangslage ungefähr den Originalwert, ungefähr bei 1,7 Kilogramm. Steigt relativ stark an, entsprechend dieser Kurve, wie soeben erklärt, und flacht dann auf hohem Niveau von 3 Kilogramm bis 3,5 Kilogramm. Da sind wir über Faktor 2 der originalen Pedale ab. Auf der Kupplung dann mit dem Puffer verbaut, sieht dies etwas anders aus von den Kurven. Der Vintage Mode mit einem sehr ausgeprägt progressiven Anstieg und einem Abflachen, einem Abfallen. Da könnt ihr somit auf der Kupplung wunderbar simulieren, wenn ihr diesen Druckpunkt, diesen Schleifpunkt der Kupplung erwischt, hier an diesem Punkt, und dann die Kraft, die Betätigungskraft zur Endlage wieder nachlässt. Das ist eine wunderbare Simulation, um eine Kupplung ordentlich im Simracing abgebildet zu bekommen. Im Modern Mode hättet ihr wiederum so einen eher im Modern Mode hättet ihr einen Richtung eher linearen Modus, den ihr hier am Start hättet, wenn ihr das Ding so verbaut. Kapitel Nummer 5: Zusammenbau und Montage. In Sachen Zusammenbau hänge ich die Szenen live mit rein. Begonnen habe ich mit dem Throttle Pro Kit für das Gaspedal. Zuerst wird das unterseitige Elastomer mit dem schwarzen Elastomer zusammengesteckt. Dies gelingt schwierig und ich habe mir dabei mit einer Zange beholfen. Unbedingt auf die Pfeile achten, die an den beiden Teilen zu erkennen sind, damit diese zusammenpassen. Diese müssen zusammenpassen, damit die Endposition für den Einbau seine Richtigkeit hat. Danach habe ich das Kugellager eingebaut, die Beilagscheiben innenseitig und dazwischen das Kugellager halbfest miteinander verschrauben und checken, ob das Kugellager noch leichtgängig drehbar ist. Danach wird der schwarze CSL-Bolzen entfernt und das zusammengesteckte Bauteil montiert. Am Pedalarm kommt das Gegenstück zum Einsatz. Dieses kann um 180 Grad gedreht verbaut werden, um den Kraftverlauf anzupassen. Danach habe ich den Zero Noise Pedal Mod angebracht.
Hierzu muss die Fußablage entfernt werden. Beim Kupplungsarm kann der Mod einfach aufgesteckt werden, im Gegensatz zu den anderen Pedalen. Bei Gas und Bremse habe ich das Gehäuse gelöst, um etwas Spielraum zu haben. Beachtet in diesem Fall unbedingt, dass ihr das Kabel nicht überstreckt. Beim Bremspedal muss zusätzlich das Elastomerpaket samt Stange ausgehängt werden. Vor dem Zusammenbau habe ich dann 2 Elastomere für den progressiven Modus verbaut. Die originalen Buchsen für die seitliche Lagerung habe ich durch Replacement Rubber Rings ersetzt. Meine letzte Umbaumaßnahme war dann der Zero Noise Brake Mod, den ich am Kupplungspedal angebracht habe. Kapitel Nummer 6: Materialqualität und Verarbeitung. Die 3D-Drucke wurden sauber und passgenau gefertigt. Beim Zusammenstecken des Pro-Kits handelt es sich um eine nahezu pressförmige Passung, die einen hohen Kraftaufwand erfordert, um zusammengebaut zu werden. Kapitel Nummer 7: Die Optik. Wie immer ein subjektives Kapitel. 3D-Wrap setzt auf eine neongelbe Farbgebung, die den eher schlichten CSL-Pedalen einiges an Frische verleiht. Mir persönlich gefallen diese Farbakzente, wie es bei dir aussieht, das musst du entscheiden. Kapitel Nummer 8: Die Akustik. In der Endlage und zurückgehend in die Ausgangslage werden die CSL-Pedale mit einem lauten Klacken störend laut. Das habe ich damals im Review kritisiert. Hier setzt 3D-Wrap an und der Zero Noise Mod wird seinem Namen gerecht. Sowohl in der Ausgangs- und Endlage bleiben die Pedale unter Anwendung dieser Modifikation flüsterleise und somit schlafzimmertauglich. Kapitel Nummer 9: Die Rennstreckentests. Lasst uns hierfür wieder live ans Rig gehen und ein paar Runden drehen, um die Eigenschaften der Umbaumaßnahmen beurteilen zu können. Kommen wir zum Rennstreckentest hier live am Next Level Wheelstand VDD 2.0. Wir haben hier eine Fanatec DD Pro Wheelbase, ein Clubsport Formula, ein altes, das ich erst kürzlich mit den Grips von Pineapple Grips überzogen habe, und eben die CSL Pedale von Fanatec, die jetzt mit den Mods von 3D Wrap am Start sind. Wir werden jetzt gucken auf diesen paar Metern, was sich geändert hat, was ich spüre, und ich versuche euch dies wie immer live ins Haus zu liefern. Auf den ersten Metern sehr deutlich spürt ihr den Unterschied des Gaspedals. Wir hatten eine Kraft von ungefähr 1,5, 1,7 Kilogramm im Originalzustand, und diese Kraft, ich messe das später nochmal genauer raus, liegt jetzt im Bereich von 3,5 Kilogramm. Das ist deutlich kräftiger. Das heißt, ihr habt aus der Ausgangslage bis hin zur Endlage ein deutlich kräftigeres Betätigungsgefühl. Das Gaspedal ist jetzt nicht mehr so sensibel wie im Ursprungszustand und lässt sich dadurch genauer dosieren, ohne jetzt versehentlich zu kräftig oder zu leicht ans Gaspedal zu gehen. Diese Gaspedalkraft, die liegt jetzt im Bereich meiner hochwertigen EasyTech Forte Pedale, die ich auf meinem Hauptrig montiert habe. Und da sind wir auch im Bereich von 3,5 bis 4 Kilogramm, die man dort klarerweise noch anpassen kann. Aber das ist so ein Richtwert, so ein Mittelwert, mit dem sich ein Gaspedal in meinen Augen, das ist auch immer eine subjektive Sache, aber realistisch und gut anfühlt. Das heißt, hier schon mal ein klares Plus, ein klares Komfort- und Realismus-Plus mit diesem Modding. Zweiter Punkt, der selbstverständlich auffällt, ist die Geräuschkulisse. Ihr hört hier nichts mehr, wenn ich voll ans Gaspedal trete und dies auch schnalzen lasse. Das ist nur mehr ein leichtes Geräusch hier über mein Rig, über den Wheelstand, aber von den Pedalen absolut lautlos. Das heißt, dieser Zero Noise Mod oder wie dieses Ding jetzt heißt, der verrichtet seinen Zweck einwandfrei und tadellos. Gleiches gilt klarerweise auch für die Kupplung. Auch hier diese eingebrachten Hülsen um 5 Euro oder was das waren, die machen den Job einwandfrei und die Pedale somit lautlos. Ich empfehle diesen Noise Mod immerzu in der Endlage und auch dann in der Ausgangslage, wenn das Pedal zurückschnalzt, mit diesen Hülsen, mit diesen Kappen, die ihr da drüber steckt, wenn ihr entsprechend der Geräuschkulisse empfindlich seid. Euch muss natürlich bewusst sein, im Speziellen jetzt in der Endlage vom Gaspedal, wenn ich jetzt das Gaspedal voll durchdrücke, dass ihr da ein leicht gedämpftes Gefühl habt. Das ist nicht mehr wie im Ursprungszustand, dieses Klackern und die absolute Endlage, wo es Stopp macht, sondern
Du spürst hier ein leichtes, gedämpftes Gefühl in der Endlage. Wenn dich dies stört, dann musst du dir überlegen, ob dieser Mod für dich Sinn macht oder eben nicht. Weiter geht's mit dem Bremspedal. Ich habe jetzt diese beiden langen Elastomere verbaut. Was ich spüre, der Pedalweg, der hat sich etwas verlängert im Vergleich zum Originalzustand. Das Ganze lässt sich gut dosieren, fein dosieren in meinen Augen. Wir gucken uns dann noch an, welche Settings ich jetzt über das Fanatec Tuning Menü gewählt habe. Auch hier checken wir nochmal durch, wie es aussieht mit der Betätigungskraft, die über dieses Elastomer in Weg resultiert. Das muss euch immer bewusst sein. Der Austausch eines Elastomers ändert nichts an der maximalen Belastbarkeit bzw. Kraft der Pedale. Dies wird von der Load-Cell übermittelt oder von der Load-Cell beschränkt. In Sachen Elastomere verändert sich lediglich das Gefühl, die Linearität oder die Progressivität, wie ihr denn an den Anschlag der maximalen Pedalkraft, die wiederum von der Load-Cell festgelegt ist, rankommt. Und unterm Strich habt ihr dann klarerweise mit unterschiedlichen Elastomer-Charakteristiken ein unterschiedliches Gefühl dann an der Bremse. Hast du beispielsweise sehr harte, kräftige Elastomere verbaut bei den Pedalen, dann wirst du nur sehr wenig Weg benötigen, um an die Grenzen deiner Load-Cell zu kommen. Das heißt, du hast einen sehr kurzen Pedalweg und ein sehr hartes, kurzes Bremspedal. Das war vielen in der Ausgangslage der CSL-Pedale in der Ursprungsversion zu hart und zu kurz. Und hier könnt ihr deutlich spürbar mit diesem Mod von 3D-Rap etwas an Weg gewinnen, das Ganze etwas progressiver gestalten, das heißt in der Ausgangslage etwas weicher, in der Endlage etwas kräftiger und je nachdem, wie ihr dann die Elastomere kombiniert, habt ihr unterschiedliche Betätigungskurven, die ihr dann in den Diagrammen nachvollziehen könnt. Oder am besten probiert diese aus. Dieser Umbau dieser Elastomere dauert einige Sekunden und dann seid ihr wieder ready to go. Springen wir kurz raus aus dem Spiel und gucken uns jetzt in der Fanatec Software nochmal die Einstellungen an. Das ist dann für euch zu Hause etwas übersichtlicher als hier auf dem etwas unübersichtlichen dreilettrigen Display des Tuning-Menüs. Ihr seht hier jetzt das Fanatec Control Panel eingeblendet und gehen wir dann auf die Pedale und ihr seht den entsprechenden Ausschlag der Pedale. Wunderbar, 0%, 100%. Und ihr seht bei der Brake Force, das ist die Kraft, die ich benötige, um zum Maximalanschlag zu kommen, bin ich jetzt mit 50% unterwegs gewesen. Das ist mittelmäßig kräftig. Der Wheelstand VDD 2.0, ihr seht einen leichten Flex in der Platte, aber in meinen Augen noch okay. Und den könnt ihr dann direkt über die Software bzw. über das Fanatec Tuning Menü, wenn ich hier am Display BRF aktiviere und hier drehe, dann seht ihr auch, dieser Wert geht entsprechend nach oben. Jetzt benötige ich mehr Power, um 100% Bremskraft oder Bremsoutput zu erzielen. Und hier hochgedreht auf Max. Das ist jetzt schon extrem kräftig. Hier an die maximale Load-Cell Power zu gelangen. Und ihr seht, für so einen Wheelstand, da wird euch der Stuhl zu kippelig. Das macht so keinen Sinn. Das heißt, wählt für euch immer ein Mittelmaß aus Elastomeren mit einem Weg, der euch entspricht und der maximalen Bremskraft, die ihr am Start haben wollt. Ihr seht, hier beginnt mein Stuhl zu kippeln. Das würde so keinen Sinn machen. Ich drehe mal zurück auf 65% und das wäre jetzt so ein vielleicht 75%. Da wird es schon kippelig. 70%. Im Bereich 65% würde ich jetzt das Maximalmaß der Brake Force setzen, um mit so einem Wheelstand und einem Bürostuhl unterwegs sein zu können. Im Alltag dann vermutlich etwas darunter, bei 55% ist dann Schluss. Wir haben hier eine Load-Cell, die entspricht etwa der Load-Cell Power einer CSP V3 um die 90 Kilogramm. Da kommen dann 65, 70 Kilogramm am Pedal über den Hebel an. Und wenn wir das jetzt reduzieren auf die Hälfte, 50% von mir aus, das ist so ein lockeres Mittelmaß, gut für einen Wheelstand,
dann könnt ihr mit diesem Wheelstand und der Pedalpower von um die 30 Kilogramm, 30 maximal 35 Kilogramm, die ihr dann an Power ans Pedal bringt, gut leben, ohne dass euch der Stuhl zu kippelig wird oder sich die Pedalhalteplatte des Wheelstands in diesem Fall zu stark verbiegt. Zurück vom Rig kommen wir auf die Zielgerade, negative, neutrale, positive Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 10, negative Aspekte. Der schwergängige Zusammenbau des Pro-Kits ist ein Geduldsspiel. Hier würde ich 3D-Rap raten, die Bauteile bereits vormontiert auszuliefern, um dem Endkunden Stress und Frickelei zu ersparen. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 11, das sind die neutralen Aspekte. In Sachen Farbgebung wären Optionen wünschenswert. Nicht jedem wird ein neongelbes Farbschema gefallen und hier wäre zumindest ein einheitliches Schwarz eine gute Ergänzung in der Farbpalette von 3D-Rap. Kapitel Nummer 12, die positiven Aspekte. Jegliches 3D-Rap-Upgrade bringt eine spürbare Verbesserung an die CSL-Pedale und wertet diese somit auf. Beginnend mit dem Zero Noise Mod, der eine große Schwachstelle der CSL-Pedale eliminiert. In Sachen Gaspedal macht das Pro-Kit einen hervorragenden Job, indem es die Pedalkraft verdoppelt und die Einstellung unterschiedlicher Pedalkurven ermöglicht. Weitere Upgrade-Möglichkeiten sind ebenso ein willkommener Aspekt. Zusammengefasst ist die technische Umsetzung gut durchdacht und spannend umgesetzt. Die Formgebung der Elastomere an der Bremse bietet mehr Möglichkeiten, als dies die gewohnt zylindrischen Elastomere ermöglichen. Die Anwendung von Torsionskräften beim Pro-Kit, der Einsatz eines Kugellagers und eines Gegenstücks mit unterschiedlichen Kurvenverläufen ist eine in meinen Augen wirklich geniale Idee. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 13, dem Fazit und der Kaufempfehlung. 3D-Rap spricht Anwender an, die mit den CSL-Pedalen zufrieden sind, aber Schwachstellen ausmerzen wollen. An dieser Stelle bietet 3D-Rap preislich fair aufgestellte und sehr gut durchdachte Lösungen. Der Einbau gelingt meistens unkompliziert und das Ergebnis auf der Rennstrecke ist auf den ersten Metern deutlich spürbar. Und nun seid ihr am Zug. Lasst mich bitte in den Kommentaren wissen, was ihr von den vorgestellten Möglichkeiten haltet und ob ihr ein 3D-Rap-Upgrade eurer CSL-Pedale von Fanatec in Betracht ziehen würdet. Kapitel Nummer 14, ein spannender Ausblick. In nächster Zeit wird es ein Review zu den neuen Pedalen von Cube Controls geben. Gebt mir bitte hierzu etwas Zeit, um dies wie gewohnt ausführlich an den Start bringen zu können. An einem Test der Moza R9 Direct Drive Wheelbase samt GS-Lenkrad bin ich ebenso dran und versuche dieses gerade zu organisieren. Vielen Dank fürs Dabeisein und es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Ron.